Schönen guten Tag, liebe Freunde. Danke für das Einschalten. Ich hoffe, euch geht's gut im Alltag und ihr genießt euer Leben. Wir haben in Sibirien schon den richtigen Winter. Die Temperaturen schwanken sehr stark bis minus 20 Grad Celsius. Es gab schon Tage bis minus 30 Grad Celsius. Bei solchen kalten Temperaturen muss man sich warm anziehen. Dann kann man draußen so relativ bequem bleiben und sogar spazieren gehen. Beim Frost gibt es meistens die Sonne und bei Sonne und Kälte kann man ja einen Spaziergang wirklich gut genießen, besonders wenn man auf die Kälte steht. Ehrlich gesagt, ich bin kein großer Fan von Winter, von Frost. Der Winter dauert in Sibirien leider bis 5 Monate. Ja, jede Jahreszeit hat Vor- und Nachteile und wir haben in Sibirien alle 4 ausgeprägten Jahreszeiten. Das Neujahrsfest steht schon vor der Tür, die Menschen bereiten sich auf das Fest vor, man geht einkaufen, in der Stadt gibt es schon Staus, die Stadt Irkutsk ist schon geschmückt, der Weihnachtsbaum steht im Kirov-Park, die Feiertage dauern in Russland 12 Tage vom 31. Dezember bis zum 11. Januar. Erst ab 12. Januar wird es wieder gearbeitet. Schreibt bitte mal in die Kommentare, wie lange die Feiertage in Deutschland dauern. Danke im Voraus. Ich hatte vor kurzem einen Besuch aus Deutschland. Sven war wieder in Irkutsk unterwegs. Er wollte anschauen, wie die Stadt im Winter aussieht. Sven war schon in Irkutsk im September und diesmal kam er wieder, um den Winter zu genießen. Ja, wie bekannt gibt es in Europa nicht so viel Schnee. Er hat vor, in 2 Jahren nach Irkutsk auszuwandern und möchte gerne anschauen, wie die Stadt und die Umgebung im Winter aussehen. Also er ist soweit zufrieden, er konnte den Winter und den Schnee genießen. Ich lade euch auch gerne ein, mal nach Sibirien zu kommen, wenn ihr wirklich den Winter und den Schnee liebt. An einem Tag während unseres Spaziergangs konnten wir ein Luftkissenboot beanspruchen. Ja, in meinem Bezirk Solnitschne, wo ich zur Miete wohne, gibt es dieses Angebot. Man kann ein Luftkissenboot mieten für 20 Minuten. Die Fahrt dauert ja nicht lange, etwa 20 Minuten, aber dabei kann man wirklich Spaß haben. Pro Person kostet die Fahrt 1000 Rubel. Und wir haben das Luftkissenboot gemietet. Wir waren alleine im Boot. Der Mann, der Besitzer des Bootes, hat uns gesagt, das war sein erster Tag. Er wollte nur prüfen, ob die Nachfrage da wäre. Aber ich denke mal, an den kommenden Feiertagen kann er dann mehr Kundschaft finden, wenn die Menschen dann spazieren gehen und mehr Freizeit haben. Aber die Besitzer solcher Luftkissenboote warten jetzt, bis der Baikalsee bei Listwanka zugefroren ist. Dann geht es richtig los. Im Winter kommen sehr viele Touristen nach Listwanka und da gibt es viel, viel mehr Kundschaft als in Irkutsk. Das versteht sich. Die Einheimischen sind keine passenden Kunden für so ein Luftkissenboot. Ich war sehr begeistert mit diesem Ausflug, mit der Fahrt. Ehrlich gesagt bin ich noch nie mit so einem Luftkissenboot gefahren und konnte dabei ein kurzes Video machen. Leider gab es an dem Tag keine Sonne, aber trotzdem kann man sehen, wie die Gegend aussieht. Der Stausee ist zugefroren und man kann auf dem Eis so fahren. Einige Menschen laufen schon Ski und wir haben so einige Leute schon da am anderen Ufer gesehen. Ja, der Stausee ist zu, das Eis ist dick genug und man kann darauf ohne Angst Ski laufen. Außerdem möchte ich euch noch einige Züge zeigen. Ja, ich weiß, auf meinem Kanal gibt es die Menschen, die ein Interesse für die russische Eisenbahn haben. In diesem Video könnt ihr auch einige Züge sehen. 2 russische Personenzüge von Chita nach Moskau und von Wladiwostok nach Moskau. Der mongolische Personenzug pendelt jetzt einmal
in 2 Wochen und sie wechseln jetzt mit dem russischen. Ja, an einer Woche pendelt der russische Personenzug nach Ulaanbaatar und in der nächsten Woche dann kommt der mongolische Personenzug, weil es momentan keine Touristen gibt. Im Sommer dann, wenn die Touristen wiederkommen, dann müssen die beiden Personenzüge wieder zusammenfahren. Danke, dass ihr mit meinem Kanal weiterbleibt. Ich wünsche euch alles Gute im neuen Jahr 2026 und wünsche euch schönen Silvester und guten Rutsch ins neue Jahr 2026. Wir sehen uns bald in meinen neuen Videos wieder. Bis dann. Tschüss.